das war doch tatsächlich eins unserer Hauptziele überhaupt. Ja, muss man sagen. Das einmal zu erleben und überhaupt zu sehen. Nachdem ich dann die Videos gesehen habe, dass da ein Pfeiler komplett fehlt, ne? Ja. Und in Galileo gesagt worden ist, dass das die härteste Brücke der Welt ist, hat dann meine Familie auch ein bisschen Angst gehabt. Überlegt, was macht denn der Alte da? Da fehlt dann wieder mal ein Riesenstück. Jetzt hat man wieder mal eine Fahrspur, die dem Motorrad überhaupt nicht nehmen willst. Also ich kann es euch nicht sagen, ob das gut ist, was wir da vorhaben. Wirklich nicht. Jetzt sieht man auch mal, wie breit der Fluss ist. Da haben wir Informationen bekommen vom Walter Kohlpatch, dass die Brücke wahrscheinlich unbefahrbar ist. Und wir waren die allerersten, die tatsächlich dann nach der Schneeschmelze drüber gefahren sind. So, das erste Motorrad ist über die Wiepenbrücke drüber. Ich brauche ja nichts zu sagen. Die Bilder sind völlig aussagekräftig genug. Ich bin so stolz, dass meine Kiste da drüben steht. Jetzt holen wir Jörg seine noch rüber. Natürlich sind wir Weicheier. Ich bin nicht gefahren. Nein. Und wir haben es geschoben. Einer am Lenker, der hat die Steuerung übernommen. Und einer hat das Motorrad und natürlich den Fahrer gesichert. Sehr zu laufen ist schon gefährlich genug, deswegen vermeide ich das, in die Kamera zu gucken. Vor euch immer die Breite. Schaut euch das mal an. Also bei uns gab es ein Schild, dass er gesperrt ist, aber wir können ja kein Russisch, also ich meine, was soll man dann machen, ne? Und guckt euch die Berge an. Ich kann euch nicht sagen, ob es das wert ist, was wir da abziehen. Ne? Ich kann es wirklich nicht. Aber ich kann auch nicht erklären, warum wir das machen. Da gibt es keine Erklärung dafür. Vielleicht sind wir ein bisschen crazy. Das trifft es vielleicht am ehesten. Wir haben jetzt eine Woche rum. Sind eine Woche hierher gereist, um das würde ich als eigentliches erstes Etappenziel zu beschreiben. Also um das hier zu erleben. Morgen wollen wir die höchsten Dünenerhebung Russlands befahren. Als erste auf dem Motorrad. Da gab es welche, die waren mal im Gelände, waren da Deutsche angeblich. Wir wollen die ersten sein, die mit dem Motorrad dort sind. Ja, und das Fernziel ist immer noch Roll of Bones, Siberian Summer Road und dann Magadan. Wie es dann weitergeht, schaut euch das an, das ist einfach krank. Wie es dann weitergeht, wissen wir selber nicht. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, kaufen wir unser Auto, fahren mit dem nach Moskau, laden die Motorräder wieder aus, fahren weiter. Es ist ein sauweiter Weg von Magadan nach Moskau, es ist ein noch weiterer Weg von Magadan nach Hause. Wir gucken jetzt einfach mal. Wenn wir in Magadan sind, müssen wir erst mal eine Pause machen, mental. Körperlich ist es natürlich anstrengend, was wir da abziehen. Aber mental ist es die Hölle. Immer die Konzentration, die Angst, die mitfährt. Das ist nicht zu beschreiben. Ne? Das ist einfach krank, oder? Da braucht man so viel Energie, nur zum Denken. Deshalb, wenn wir dort sind, und es sind noch 2500 Kilometer mit ein bisschen mehr als Halbzeit jetzt, dann checken wir mal aus, was die Optionen eigentlich sind, um nach Hause zu kommen. Welche Optionen uns da geboten sind. Okay, bleibt dran. Ja, der Jörg hat nur einen Nagel im Kopf, der hat auch einen Nagel zu Hause, ne? Originale Nägel von der Wittenbrücke. Aber wir haben da wahnsinnig viel Zeit verbracht. Ja, ging ja nicht weil es so schön war, sondern weil wir einfach das ganze Zeug haben rüberschleppen müssen. Waren es fast 4 Stunden, was wir da waren. So bei dem Magazin da mit dem grauen Bus, da war die junge Dame, die hat Verwandtschaft aus Erfurt, die soll mir hier grüßen, also Grüße an Erfurt, ne? Wie die Verwandtschaft heißt, weiß ich nichts mehr. Die hat mir dann so einen kleinen russischen Taler geschenkt, so als Glücksbringer. Und war halt ganz zufrieden, dass wir als Deutsche, also die ersten Deutschen, die sie hier gesehen hat, da hinreisen. Dann haben wir am Reifenwechsel, da habe ich dem das Wohnzimmer eingesaut, da war er recht sauer. Ja, da gibt es dann Moos in einem Wohnzimmer.
Und vorne haben sie die Achse geschweißt Ja. von dem Bus. Auch mal wegen die Lager aufgeschweißt. Also das ist schon grenzwertig, was da läuft. Ja, und dann. Stimmt, den Platten haben wir dann bemerkt, wo wir losfahren wollten bei Ja. ihr. Aber schon genial, was die machen mit Einfachstimmig. Ja, da fehlt wieder mal Brücke. Ja, da musste man dann Eisenbahn nehmen. Ich bin's wieder. Die nächste Brücke, die wäre da drüben. Die fehlt komplett. Jetzt verhandeln wir gerade mit dem Typen da hinter uns in einem gelben Kittel, dass wir die Zugbrücke benutzen dürfen. Der ist nicht so wirklich begeistert. Ich bin auch nicht begeistert von der Zugbrücke, aber irgendwie müssen wir hinüberkommen. Mal schauen, was er sagt. Und wie viel Geld er will. War das da, wo ich meine Handschuhe verloren habe? Das kann das gewesen sein, genau. Da bin ich nochmal drüber gelaufen. Dann. Genau, haben wir geguckt, ob ein Handschuh da liegt. Immer an der Brücke sind immer die Jungs mit dem Vater da und transportieren die Motorräder rüber. Und wie schnell es ging. Also ich meine, klar, wir waren 2 Stunden gesessen, aber das ist nichts für das Land. Ne? Ja. Zack, mitfahren, hinterherfahren, aufladen. Drüben ist er nochmal ein paar Meter rausgefahren. Abladen, Cash und weiter geht's. Wenn man jetzt so guckt, das sieht ein bisschen aus wie der Colt Silvers, oder? Dann bist du der Howie Manson. Affen geil. Wir fahren jetzt mit dem Kamas über den River. Da drüben sieht man die Brücke, die kaputte. Da drüben sieht man den Jörg. Und sag mal Hallo. Das war schon cool, die Überquerung im Wasser. Und diesem Motor, da hörst du dann einfach die Leistung dann auch, was da vorne sich dreht. Das so durch ist wie so eine Schiffsschraube. Abartig geil. Das ist schon wahr, ich weiß nicht, wie viele Tonnen so ein Fahrzeug wiegt. Das ist einfach nur klasse. Da drüben fahren wir wieder raus. Ich hätte 20 Tonnen Bock. Ja, und dann überall Eis, ne? Danach war es mal richtig kalt, hat es richtig geschüttet, haben uns in der Brücke versteckt. Und dann unser Hotel, das wir uns aufgebaut haben mit unseren 2 Zelten. So völlig kontaktlos in der Prärie draußen. Haben wir jetzt erstmal einen halben Wald gefällt. Aber komisch, jedes Mal, wenn du da das Nachtlager zeigst, hast du irgendwas zum Kauen in der Hand. Ich habe halt immer gegessen. Wenn man sein Gewicht halten will, muss man mal essen, wie man Kennung hat, ne? Oder? Haben unser Feuer gezaubert, uns 2 Hotels gebaut, weil wir natürlich nur mit Einzelzimmer schlafen. Ne? Das Plätzle ist echt idyllisch, mitten in der sibirischen, sagt man da Tundra? Keine Ahnung, auf jeden Fall mittendrin. Ja, geschlafen habe ich gut, bis halt der LKW-Fahrer gekommen ist und gesagt hat, wir sollen unser Lager abbauen, da unten sind Bären. Wir haben es unvernünftigerweise einfach ignoriert und sind früher erst abgereist. Das Spielen im Schnee, auf den Eisplatten umfahren. Überall hast du die abgerissenen Seile von den LKWs gesehen. Die waren so reingefroren. Ja, da kommen wir wieder ein bisschen zusammengefallen in die Brücke. Ja, wir machen uns dann nass und versuchen da drüber zu fahren. Der LKW ist nach uns auch drüber gefahren, garantiert. Das ist, aber ich glaube manchmal, ich meine der LKW ist viel, viel schwerer, aber ich glaube manchmal diese 6 oder 8 Räder, die machen es dem einfach leichter. Ne? Ja, und wie vorhin schon gesagt, dass sie immer erstmal über die Brücken laufen, anschauen, wie sie sind und dann erst drüber fahren. Das guckt, der kaut das schon wieder. So, ja, ich habe dann immer beim Kauen habe ich festgestellt, ich muss so ein Video drehen beim Kauen. Weil es dunkel ist. Wir sind in so einem
Wärterhäuschen in so einem alten, verbarrikierten. Haben uns gerade vorher angeschürt. Heute hat es nicht so geklappt, wie wir wollten. Oder? Irgendwie alle Brücken im Arsch. 3-mal über Eisenbahnbrücken gefahren. Ich weiß gar nicht, ob man das braucht. Das langt nicht, okay. Läuft mal her, das ist optimal. Da sieht man mich einmal. Das bin ich. Also, ciao. Züge lassen die Mauer. Schau mal hinten. Das Gebirge. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber bei mir war egal, wie viele Brücken wir dann im Nachhinein alle noch gefahren sind, immer das Adrenalin sowas von hochgepusht. Ja, das war schon sehr Also, beeindruckend, auf den Scheiß zu fahren. Und es ist ja immer glatt gewesen. ja. Da waren viele Leute mal rumsitzen. Ja, die haben noch Zeit. Ja. Stress sieht anders aus. Ja, und immer wieder mit den Locals sich abtun, abchecken, wie kann man rausfahren, wann kommt der Zug, wann ist die richtige Zeit für uns. Und lässt uns rüber. Ich habe natürlich ein bisschen was gegeben, dass er Bier trinken kann, ein bisschen Wodka. Die Brücke hat eine Länge von 500 Meter. Also ist nicht einfach. Ja, und wenn es dann mal losgeht mit dem zweiten Gleisbett, ist er in dem Gelände. Ja, dann ist Gibt's es auch keine Herausforderung mehr, das zu fahren. Ja, es gibt auch diese ganzen, guck mal, wie viele Strecken wir gefahren sind, wo später dann ein Gleisbett liegt. Ne? Da fährst du nur noch auf Zugschienen. Ja. Weil das andere alles weg ist oder nicht mehr gewartet wird. Obwohl, kann man fast gar nicht so vorstellen, dass sie das nicht weiter wieder betreiben oder erneuern. Weil die müssen das Ding ja auch instand halten. Das heißt, die müssen ja irgendwie von der Straße her mit Servicefahrzeugen, mit PKW rankommen. Weil durch den dichten Verkehr, das die haben, können die mit Arbeitsfahrzeugen auf der Strecke gar nicht mehr stehen bleiben, die Leute abladen. So wie man das früher gemacht hat. Die Tankstellen, das war immer ein wenig leidlich und dann musstest du immer, wenn du Glück gehabt hast, hast du Sprit gekriegt, wenn nicht, musstest du so weiterfahren. Ne? Nee, das ist kein Museum. Das ist ganz krank. Das ist eine richtige Tankstelle. Auch wenn man es nicht glaubt. Mit Kaffee. Da hinten im Fenster sitzt da ganz grandige. Schon klasse, ne? Also, finde ich total toll. Was das da drüben ist, weiß ich nicht, sieht aus wie das Abfallhaus. Da ist auf jeden Fall die Toilette. Da, das ist die Toilette. Für die Bremsen. Ja, willst du mal was sagen? Für die Welt da draußen. Ich mag dich nicht. Nee, ich warte bis Benzin kommt. Du musst pumpen, da seitlich. Warte, ich pumpe für dich. Jetzt versuchen wir bis Ulan-Ude durchzukommen irgendwie. Total dieser Regen.